Buy und Hold, drei Aktien für die Ewigkeit. Ich stelle euch heute drei Aktien vor, die man für die Ewigkeit in sein Portfolio packen kann. Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Wir starten jetzt direkt mit der ersten Aktie und die ist Illinois Toolworks. Im Moment KGV von 24 und 2,3 Dividendenrendite mit einem Ausschüttungsquote der letzten 3 Jahre von 54%. 72 Milliarden Marktkapitalisierung. Ja, man ist ein diversifizierter Industriehersteller, also man ist wirklich sehr, sehr breit aufgestellt und deswegen auch für mich eigentlich ein Unternehmen, was man auf jeden Fall für die Ewigkeit in sein Depot legen könnte. Man produziert Bauartikel, man ist auch im OEM Automotive Sektor stark vertreten. Elektronische Bauteile, Vermessungen und Konsumprodukte gehören außerdem zu deren Portfolio. Also wirklich sehr, sehr stark aufgestellt in dem Bereich und einfach sehr, sehr gut diversifiziert. Und jetzt schauen wir auf die Kennzahlen beziehungsweise in die Checks. Ja, als erstes mal der Qualitätscheck. Da haben wir einen Score von 12 von 15 Punkten. Es gibt nur Punktabzug beim Umsatzwachstum und bei der Finanzverschuldung. Also das Unternehmen ist natürlich auch schon sehr, sehr eingesessen und es geht dann hier eher um Stabilität, aber trotzdem sehr, sehr guter Score. Und auch beim Dividendencheck sehen wir 12 von 15 Punkten. Hier gibt es Punktabzug wegen den gleichen Sachen und der relativen Stärke. Aber grundsätzlich sehen wir da hier wirklich schon relativ hohe Dividendenrendite und man hat hier auch eine Kontinuität aufgebaut und zwar schon von 28 Jahren. Wenn wir uns das Dividendenwachstum der letzten 5 Jahre anschauen, dann sehen wir hier 8,77%. Also ist auch sehr, sehr schön zu sehen und die wurde auch sehr, sehr gut gesteigert. Also klar, Dividendenstetigkeit 10 Jahre, also in den letzten 10 Jahren nicht gesenkt. Und grundsätzlich also die Scores hier schon mal sehr, sehr gut. Wenn wir uns die Bewertung im Moment anschauen, also vom Kurs zum Fair Value, sehen wir, dass die Aktie jetzt im Moment eigentlich genau auf ihrem fairen Wert liegt. Also von dem her könnte man sich da die Aktie definitiv nochmal genauer anschauen und in eine tiefere Analyse gehen, wenn einem das interessiert, das Unternehmen. Wir haben einen Score beim Dividendenadel von 4 von 4 Punkten, also sehr, sehr gut. Und natürlich, klar, es ist jetzt keine High-Growth-Aktie mehr. Also beim High-Growth-Investing-Score hier unten haben wir eine Bewertung von 3 von 16 Punkten, weil das Unternehmen eben nicht mehr so stark wächst, aber es soll eben auch eine Aktie für die Ewigkeit sein, wo keine großen Sprünge mehr, ja, definitiv in der Regel möglich sind. Ja, dann kommen wir zur zweiten Aktie. Und da habe ich John Deere mitgebracht. John Deere ist ein Unternehmen aus der Landwirtschaft und ein Baumaschinenhersteller. Im Moment ein KGV von 12, 1,55% Dividendenrendite und in den letzten 3 Jahren 17% Ausschüttungsquote auf Dividende, also relativ niedrig. Wir haben eine Marktkapitalisierung von 102 Milliarden US-Dollar, also auch großes Unternehmen. Und man stellt natürlich so Traktoren, Mähdrescher, Bagger und so weiter her. Man kennt natürlich auch diese John Deere Traktoren. Aber man ist auch, was GPS und Software angeht, gut aufgestellt. Also auch in der Digitalisierung und autonomen Fahren und so weiter. Da ist John Deere wirklich ein Vorreiter. Und man hat zusätzlich noch ein kleines Business-Segment mit Leasing und Finanzierung, wo man dann auch seine eigenen Baumaschinen eben an die Endkonsumenten darüber ausgibt. Ja, auch hier schauen wir einen Qualitätscheck und einen Dividendencheck. Beim Qualitätscheck sehen wir hier einen Score von 14 von 15 Punkten, also wirklich sehr, sehr gut. Es gibt nur einen Punktabzug bei der Finanzverschuldung, aber grundsätzlich sehen wir auch, dass das Umsatzwachstum in den letzten 5 Jahren wirklich sehr, sehr gut war mit 10,57%. Ja, auch bei der Dividendenrendite sieht das alles sehr, sehr gut aus. Es wurde hier eben nur kein Rating gegeben, weil eine relativ geringe Dividendenrendite aktuell haben. Es gibt aber auch hier nur wegen der Finanzverschuldung Punktabzug. Auch haben wir schon eine sehr, sehr starke Dividendenkontinuität und zwar mit 35 Jahren hier und das Dividendenwachstum der letzten 5 Jahre betrug 14,38% im Schnitt. Also das ist auch wirklich sehr, sehr starkes Dividendenwachstum an der Stelle. Gefällt mir auch alles sehr, sehr gut. Dann schauen wir mal weiter, wie John Deere jetzt im Moment bewertet ist. Und dann sehen wir, dass wir
hier eine Unterbewertung haben. Wir haben auch gesehen, dass John Deere ein relativ niedriges KGV hat. Das hängt aber auch mit den ja, Zukunftsaussichten zusammen. Man geht nämlich davon aus, dass John Deere hier mit seinen Gewinnen erstmal stagnieren soll, wenn nicht sogar leicht sinken. Deswegen ist das ja im Moment natürlich nicht allzu aussagekräftig, weil das natürlich immer auf den vergangenen Gewinnen ausgerechnet wird. Aber wir sehen jetzt, laut diesem Bewertungsmodell wäre die Aktie jetzt doch so 10 bis 20% unterbewertet. Ja, was den Dividendenadel angeht, da haben wir 3 von 4 Punkte, also auch in Ordnung. Und ähnlich wie bei Illinois Toolworks hier auch High Growth Investing Score 4 von 16 Punkten, also schon etwas besser, aber das Unternehmen ist eben auch kein ja, High Growth Titel. Ist eben ein stabiler Dividendenwert. Und jetzt guckt man schon auf die nächste Aktie und das ist Air Liquide, ein Unternehmen aus Frankreich. Wir haben ein 30er KGV und eine 1,76% Dividendenrendite und eine Ausschüttungsquote der letzten 3 Jahre von 54%. Also auch schon relativ nett, die Dividende. Marktkapitalisierung von 95 Milliarden Euro müsste das dann sein. Und wir sind im Bereich Industriegase und Technologie. Also man produziert sowas wie Spezialgase, also Sauerstoff, Argon, Stickstoff, macht aber auch Versorgungssysteme und Wasseraufbereitung. Also ist auch sehr, sehr gut aufgestellt. Außerdem in dem zukunftsträchtigen Sektor Wasserstoff mit tätig und Kohlenstoffmanagement, also auch was Umwelt und so weiter angeht, auch sehr, sehr gut. Ja, man kennt natürlich auch hier diese Air Liquide Gasbehälter. Also es ist einer der 3 Unternehmen, die ich auf jeden Fall für die Ewigkeit ja, als sinnvoll erachte. Also natürlich noch Linde oder ADP, aber auf jeden Fall einer der 3, würde ich sagen, die sind absolut langfristig ja, ein ordentliches Unternehmen, genau wie bei John Deere. Also ich glaube auch nicht, dass da Baumaschinen oder ähnliches jemals komplett wegdigitalisiert oder irgendwas werden könnten. Deswegen auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ja, dann schauen wir auch hier noch auf die Checks. Wir sehen im Qualitätscheck 12 von 15 Punkten. Es gibt einen Punktabzug bei der Stabilität des Umsatzwachstums, Eigenkapitalrendite und Finanzverschuldung, aber noch in Ordnung. Auf jeden Fall trotzdem relativ gutes Score. Haben Umsatzwachstum in den letzten 5 Jahre von 5,61%. Ist jetzt eben auch kein großer High-Growth-Titel mehr, aber auf jeden Fall auch ordentliche Bewertung. Beim Dividendencheck sehen wir 12 von 15 Punkten. Da gibt es den Punktabzug, weil hier die Dividendenrendite im nächsten Jahr angeblich sinken soll. Das würde ich jetzt aber hier mal deutlich bezweifeln. Und wir sehen aber, dass die auch schon seit 35 Jahren hier Dividende bezahlen, also auch sehr, sehr schön. Und was wirklich Wahnsinn ist, Dividendenwachstum in den letzten 5 Jahren 51,71%. Also das ist natürlich schon sehr, sehr stark. Und grundsätzlich auch Eigenkapitalrendite 12,62%. Also das Unternehmen, was die Dividende und so weiter angeht, steht auf jeden Fall sehr, sehr gut da und könnte sich vor allem für ein Dividendendepot dann auch gut eignen. Wie sieht es bei der Bewertung aus? Könnte man da jetzt direkt sich das Unternehmen genauer anschauen? Naja, wir haben jetzt im Moment so eine leichte Überbewertung, wenn wir uns das hier anschauen, mit so knapp 10% drüber. Aber wir haben einen Dividendenadel-Score von 4 von 4 Punkten, also ist auch sehr, sehr gut. Aber ähnlich wie bei den anderen Aktien, es sind eben Aktien für die Ewigkeit und keine ja, nicht eingesessenen Unternehmen. Haben wir einen Score von 2 von 16 Punkten, also auch schlecht, aber das auch völlig klar und ganz normal. Ja, genau, jetzt würde ich sagen, schauen wir noch auf die charttechnische Situation bei den einzelnen Aktien und starten auch hier wieder mit Illinois Toolworks. Und wir sehen jetzt hier langfristig ist das Unternehmen wirklich sehr, sehr gut gelaufen über einen langen Zeitraum hinweg. Also wirklich auch schon sehr, sehr lange an der Börse, schon seit 1937 hier das Unternehmen gelistet. Und ich habe jetzt hier mal noch ein Fibonacci Retracement angelegt auf den letzten Monatsimpuls und sehen, dass wir uns schon relativ lange seitwärts bewegen. Und grundsätzlich sind wir da jetzt auch schon auf eine Unterstützung aufgelaufen, hier um die 230 US-Dollar und hatten auch hier schon den ersten Ausbruch, wie wir sehen. Und jetzt könnte tatsächlich hier mit nochmal diesem Antesten des Bodens sich eine Einstiegschance ergeben. Also tatsächlich jetzt auch akut relativ interessant. Auf jeden Fall sehr, sehr spannendes Unternehmen. Kann man sich definitiv
nochmal genauer anschauen für die Leute, die ja, so ein Unternehmen vielleicht auch spannend finden fürs eigene Depot. Jetzt kommt man nur mal so ein Quick-Check nochmal auf die finanziellen Daten. Wir sehen, dass die P/E-Ratio ja eigentlich relativ gut im Schnitt lag der letzten 5 Jahre. Wir sehen, dass auch das Umsatzwachstum hier noch gesteigert werden konnte in den letzten paar Jahren. Es gab nur mal so einen Knick in Corona. Auch die Nettomarge, die ist ja, relativ stetig gehalten worden, zwischenzeitlich auch mal gestiegen. Auch das Net Income, das konnte eine lange Zeit immer weiter gesteigert werden, jetzt zuletzt etwas niedriger wieder. Und man sieht eben hier nochmal wirklich die wunderschöne Diversifizierung. Also das größte Segment macht nur 20% aus, also wirklich sehr, sehr stark aufgestellt. Was die Länderverteilung angeht, sehen wir 47% USA, 25% EMEA, also auch sehr, sehr schön. Ja, Financial Health, also Debt to Free Cashflow, sehen wir auch in einem gesunden Rahmen. Haben wir so einen dreifachen Verschuldungsgrad, das ist auch völlig in Ordnung. Also das Unternehmen steht auf jeden Fall sehr, sehr gut da. Dann schauen wir auf John Deere. John Deere, ja, der Baumaschinenhersteller, Landwirtschaft und so weiter. Wenn wir auf den Monatschart hier mal schauen, sehen wir natürlich, wir hatten wirklich eine extreme Rallye hier 2020 bis 20, was ist das, 21, haben wir wirklich uns wirklich extrem dynamisch entwickelt und sind jetzt hier eigentlich mehr oder weniger an dem langfristigen oberen Trendkanalende. Und wir bewegen uns aber jetzt auch schon 3 Jahre hier seitwärts und gewöhnen uns jetzt eben irgendwie so ein bisschen an das neue Niveau. Auf jeden Fall sehen wir, dass die wichtigste Unterstützung hier bei 350 US-Dollar liegt. Die haben wir auch schon mehrfach angetestet und haben auch zuletzt uns hier wieder schön stabilisiert und wurden nach oben gekauft. Also grundsätzlich ist für mich eigentlich diese Zone bei einer Umkehr immer eine sehr, sehr gute Kaufgelegenheit. Und wir sehen auch hier, wurde der Trend ganz knapp hier rausgenommen und neutralisiert. Also hier könnte man auch, wenn sich jetzt hier dann nochmal ein Boden bildet, nochmal kurzfristig über einen Einstieg nachdenken. Also definitiv auch im Moment spannend. Wir gucken auch hier nochmal schnell auf die finanziellen Daten im Quick-Check. Und ja, wir sehen jetzt hier Valuation Ratio, die ist historisch hier deutlich gesunken. Die war eigentlich immer so, ja, da war sie sogar einmal bei 26 oben, aber immer so im 20er-Bereich, so knapp unter 20, so 17, 18 und hat aber zuletzt nur noch 11 betragen, also sehr, sehr niedrig. Ja, auch hier sehen wir Umsatzwachstum und da sehen wir auch schon Wahnsinn, dynamisches Wachstum wirklich seit 2020 extrem stark und vor allem die Nettomarge konnte wirklich extrem stark gesteigert werden. Das sieht sehr, sehr gut aus. Also da hat das Unternehmen natürlich auch diese starke Rallye, die sie da hingelegt hat, verdient. Also es hat natürlich immer auch zugrunde liegende fundamentale Gründe, warum die Aktie dann so stark steigt. Ja, wir sehen hier 43% wird mit Production Precision Agriculture gemacht und ja, dann der Rest 25% hier Construction und Forestry und dann noch ein paar andere Segmente. Der Hauptabsatzmarkt ist die USA mit 55% und wenn wir uns die Verschuldung anschauen, dann sehen wir, dass das Unternehmen relativ stark verschuldet ist, zumindest was Debt to Free Cashflow angeht. Zwar mit so 15, aber das halte ich jetzt ein bisschen, stelle ich ein bisschen in Frage, weil das Unternehmen natürlich auch mit Finanzierung und Leasing und so weiter ja, tätig ist. Also das müsste man nochmal ganz genau anschauen, wie der Verschuldungsgrad da wirklich genau aussieht. Okay, das war's zu John Deere und jetzt schauen wir noch zur letzten Aktie und das ist hier Air Liquide. Und da im Monatschart sieht es auch sehr, sehr gut aus. Ich habe auch hier mal so ein bisschen so einen langfristigen Trendkanal eingezeichnet, mehr oder weniger, ist ein bisschen verschoben. Aber auch hier sehen wir, das Unternehmen ist über Jahre hinweg sehr, sehr gut gelaufen. Und hier können wir mal ein bisschen den Kanal ein bisschen noch anziehen. Und der ist grundsätzlich auf jeden Fall sehr, sehr aufwärts gerichtet und sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus, die Performance. Und wenn wir jetzt nochmal kurzfristig hier auf diesen Trendkanal, also beziehungsweise auf die Bewegung schauen, dann sehen wir, dass wir hier einen wirklich starken Impuls hatten Anfang des Jahres und jetzt hier wirklich eine wunderschöne langsame Korrektur eben auf die Zone, so um die 160 Euro. Und hier könnte man jetzt auch überlegen, ob man einsteigt. Klar, hier ist jetzt schon diese Bodenbildung ja, die wird eben gerade hier abgeschlossen. Aber da würde ich auf jeden Fall hier vielleicht nochmal den Bruch über die 160, 170 Euro Marke abwarten oder alternativ man steigt halt hier theoretisch direkt ein.
je nachdem, was da die Strategie eben ist. Ist jetzt keine ultra langfristige Einstiegschance, aber auf jeden Fall mal so eine mittelfristige Korrektur, die man mitnehmen könnte. Aber es ist natürlich immer keine Anlageberatung hier, ihr handelt immer auf eigenes Risiko mit eurem eigenen Kapital. Aber auf jeden Fall, das Chartbild sieht hier sehr, sehr gut aus, auch mit der offenen Kurslücke, die hier noch angetestet worden ist. Also da gehe ich eigentlich von steigenden Kursen aus. Dann schauen wir auch hier nochmal auf die finanziellen Daten, auf den Financial Overview. Und hier sehen wir, dass die P-Ratio eigentlich wirklich immer so zwischen 26 und 30 war. Wir haben vorhin gesehen, im Moment KGV 30, also tatsächlich auch vielleicht eine kleine Überbewertung im Moment. Und das Umsatzwachstum ist sogar rückläufig gewesen im letzten Jahr, also 2023. Und das Net Income konnte aber im gleichen Schritt trotzdem gesteigert werden, weil auch die Net Margin doch nochmal deutlich angezogen hat. Aber die ist schon relativ zyklisch, wenn wir uns hier das in den letzten 5 Jahren anschauen. Ja, man macht 95 bzw. 96% seiner Umsätze eben mit dieser Gasherstellung und der wichtigste Absatzmarkt ist auch ihr USA, aber ganz knapp dahinter ist schon Europa und dann Asia Pacific. Was hier die Verschuldung angeht, sehen wir Debt to Free Cashflow, ja, so eine sechsfache Verschuldung, ja, also schon fast in einem kritischen Rahmen, aber da muss man sich dann auch nochmal Net Debt to EBITDA anschauen. Also ich würde sagen, bei so einem großen Unternehmen auf jeden Fall noch völlig in Ordnung. Ja, das war's zu den 3 Aktien für die Ewigkeit. Also für mich wirklich alle drei sehr, sehr starke Unternehmen, wo man eigentlich wenig Sorge haben muss. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.